Hallo, schönen Hi. guten Tag, willkommen bei Piranha Becken TV und jetzt wird's teuer. Ach so, ja, stimmt. Also, ja. Wofür denn? Wofür geben wir denn jetzt schon wieder Geld aus? Sind doch gerade umgezogen. Was soll denn das? Ich muss gerade überlegen, ob wir wirklich gerade Geld ausgegeben haben. Für, Peripherie? ja, Oder für Rechner? Hardware. Hardware. Ja. Für unseren Rechner, ne? Für zu Hause. Oder Firma oder Zocken vor allem, ne? Das ist ja dann zu Hause. Ist nicht so einfach, ne? Oder? Nee, je nachdem, was man sich holen will, sind die Sachen in der Tat ganz schön teuer. Ja. Ist eh alles teurer geworden, ne? Und es gab auch eine Zeit, da gab es Nachschubschwierigkeiten, gerade da so Richtung Konsolen und Grafikkarten und so, ne? Als sie alle noch am Goldschürfen waren. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr so, ne? So mit den Kryptowährungen, dass die Grafikkarten da, ne, Gold schürfen mussten und so. Die Preise Ne? werden jetzt langsam besser, aber auch noch nicht so, dass du sagst, Mensch, das ist aber günstig. Nee, ist irgendwie nicht so, ne? Oder? Wie geht euch das denn? Also, habt ihr da auch irgendwie Probleme, Sachen zu kriegen noch? Weiß nicht, ne? Deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Hört mal, was war denn deine letzte Hardware-Investition? Und die haben Folgendes gesagt. Letzte Hardware-Investition war die PS5. Ich habe mir eine neue PS5 gekauft und davor eine neue Grafikkarte für den PC. Mein Mac Mini passt zwar nicht so direkt aufs Gaming, aber das war das letzte, was ich mir gekauft habe. Ja. Ein ziemlich guter Gaming-Laptop, damit ich auch endlich mal richtig hochwertigere Spiele spielen kann. Glaube eine Grafikkarte, weil meine alte abgeraucht ist. Und dann habe ich einen neuen PC bekommen und dann habe ich die dann meiner Freundin geschenkt. Ist halt gerade diese teuren Sachen immer, ne? So dieses Grafikkarte oder hier Rechner komplett, ne? Einmal das rundum sorglos Paket, ja, für 5.000 Euro, Ich bin gerade mal was überlegen, sich keiner leisten kann. was war denn unsere letzte Hardware-Investition? Ich weiß, dass ich diesen Rechner hier schon sehr lange habe, ne? Und dass der auch immer noch gut funktioniert. Meine auch. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir Sachen mit in eine Firma irgendwie und alte ausrangierte Rechner, die können man dann irgendwie dann zu Hause weiterverwenden. So, ne? Das heißt also, wenn man sagt so, einen Rechner kaufen, kostet der vielleicht 1.000 Euro oder so, ne? Und ein paar Wochen später ist das Ding schon nichts mehr wert, ne? Das hat schon Altmetall. Das ist wie ein Auto. Ja, au. Fängt mit Au an und fängt mit Oh auf und in der Mitte ist ein T für teuer. So ist das Auto. Ja, ist richtig. Aber, mein Vater hat mal gesagt, Entschuldigung, manchmal kommt sowas so aus mir raus. Mein Vater, der ist immer präsent hier. Das ist so, Ich frage gar nicht. Gott hab ihn selig, aber ich rede genau den gleichen Stuss wie mein Vater manchmal. Ja, ist doch so. Da weiß man wenigstens, was Da weiß man, wo es herkommt. Ja, ich bin ja selber Vater jetzt. Ich glaube, ich habe so langsam da mehr Verständnis für, ne? Wo die Sprüche herkommen. Genau, das ging mir aber auch so. Ich habe früher mal gesagt, ach, ich werde bestimmt nie wie meine Mutter. Ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt, was das angeht. Hallo, Mama. Das Thema ist, Jetzt bin ich auch so. ja, nee, Auto stimmt, tatsächlich, ne? Du kaufst ein Auto, neu, ne? Fährst vor eine Rampe und ist gleich schon 10.000 Euro weg, ne? So ist halt. Ja, die sind auch weg, wenn du nicht vor die Rampe fährst. Ja? Ja, einfach nur so, weil du es hast. Ja, weil es hast, ja, stimmt. Oh, der ist damit gefahren. Ha! Ja, ist er mitgefahren. Verlust. Ja. Fährst gerade mal. Nee, ich meine ja von der Rampe. Direkt einfach nur losfahren. Ach so, ich auf dachte, der Straße. du fährst vor die Rampe. Nein, nicht vor die Rampe. Runter. Einfach nur fahren. Ne? Alles klar. Und schon ist es teuer, ja. Okay. Nee, Grafikkarte. Die letzte Grafikkarte, die ich mir gekauft habe, die war auch nicht günstig. Das war auch in dieser Zeit. Tatsächlich habe ich mir die für VR gekauft, weil ich die Quest 2, ne, VR-Brille, die wollte ich gerne über einen Rechner laufen lassen. Ne? Also man kann die ja auch anstecken und dann hat die Übertragung, ist dann cooler und dann macht die Grafikkarte im Grunde genommen die Rechenarbeit, ne? Und nicht die Brille, weil es geht auch, man kann auch mit der Brille, aber die ist halt ein bisschen schwächer, der Prozessor da drin. Und man kann ihm sagen, pass auf, gib mir mal die Bilder von der Grafikkarte. So, ne? Und dann habe ich den Rechner da machen lassen und so und habe dann Skyrim in VR und vor allem Fallout habe ich gespielt, sehr lange. Weil Skyrim habe ich noch auf der PlayStation gespielt, auf der
vorherigen noch. Ne? Und das war schon cool. Aber Fallout 4 war das, ne? Es ist auch ganz schön in die Knie gegangen. Ne? Das heißt, ich hätte gerne noch mal eine neue. Irgendwann, wenn mal eine Quest 3 rauskommt und ne? Ist gar nicht mal so lange hin, ne? Ich glaube, dieses Jahr, kommt die, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Das ist angekündigt, ne? Das soll sowieso irgendwie so ein cooler Kram kommen. Die haben ja jetzt lange irgendwie Pause gehabt und da kam gar nichts Neues in Richtung VR. Und jetzt haben sie so eine ganz schmale zum Beispiel. Ne, die haben vor allen Dingen, glaube ich, am Komfort gearbeitet. Weniger an noch größere Prozessoren, noch größere Auflösung, noch größeres. Haben sie vielleicht auch teilweise, aber ich glaube, der Hauptfokus lag diesmal am Komfort, weil die Leute das einfach nicht kaufen, nicht hinreichend. Ja, ich habe mir bei der Quest 2 ein Gegengewicht hinten an den Hinterkopf gemacht, damit mir das Ding nicht immer auf die Nase rutscht, weil sonst Quatsch richtig und dann läuft die Suppe da. Das findet man nicht so schön, deswegen so ein Gegengewicht dann ist besser. Ja. Ist man trotzdem da drunter am Schwitz? Also wenn jetzt irgendjemand von Microsoft zugucken würde, naja, okay. Ja, mal gucken. Ja, die würden wir auf jeden Fall. Ansonsten war die cool. Ne? Das hat Spaß gemacht. Und jetzt gibt es so eine, die sieht so aus wie eine Sonnenbrille. Kannst du aufziehen so. So eine Sonnenbrille. Sieht cool aus. Ja. Und dann hast du da irgendwie dein VR drin. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Ist das nicht Augmented-Gedöns? Gibt's auch, Ja. aber das machen die tatsächlich jetzt auch für VR. Vielleicht Ja. kann man sich das ja auf der Gamescom mal angucken. Ja, das wäre schön, ja. Das wäre wirklich richtig cool. Ja, das heißt, wenn da so 2 Arschgeigen rumhängen, da am VR-Stand, dann sind wir das, ne? Also. Ansonsten weiß ich, was unsere nächste Hardware-Investition ist. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Holodeck? Nee, unsere Tochter ist jetzt in der Schule und Ach ja, bekommt deswegen von allem Mann zusammengeschmissen eine Switch. Die kriegt eine Switch? Wirklich? Wir haben doch schon eine. Ja, aber ist nicht ihre. Das ist nämlich die von unserem Sohn. Genau. Ich glaube, ich habe noch nicht einmal Switch gespielt. Echt? Nee, beim Carsten Preußen, zack, habe ich mal Switch gespielt. Ah, das ist richtig cool, das macht Spaß. Ja, aber hier noch nicht, ne? Ja. Das habe ich noch nicht hingekriegt. Bin Consolero, ne? Auch, aber meistens, ich spiele gerade Xbox. Ja, wir zocken ja eigentlich alles, aber ja, die Switch, das Coole an diesen Handheld-Konsolen ist halt, man kann die halt überall mit hinnehmen. Und das Coole an der Switch ist, steckst du sie in dieses Auflademoped rein irgendwie, dann kannst du HDMI direkt Über einen großen Fernseher dann direkt. Fernseher, Ne? Ja, das ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Das ist ganz cool gemacht Ja. und dann kannst du auch mit Leuten. Also wir waren bei der Elterninitiative für krebskranke Kinder. Das ist schon eine Weile her. Und da haben wir so einen Gaming-Nachmittag gemacht. Das war ganz schön. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr Interesse habt. Das ist eine ganz tolle Institution, wo Eltern aus überall her, aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, mit krebskranken Kindern nach Essen kommen, um die dort in der Klinik behandeln zu lassen. Und das ist meistens sehr aufwendig und teuer. Und wo willst du bleiben? Für ein Hotel für mehrere Wochen hat man meist kein Geld. Und diese Elterninitiative fängt die dann auf, sodass zum Beispiel die Eltern bei ihren Kindern bleiben können. Das ist eine total schöne Sache. Und die haben wir unterstützt. Und da haben wir auch irgendwie quasi dann mit der Switch mit denen gezockt und ein bisschen Mario Kart und solche Sachen. Das war also mit den Kindern. Das war eine richtig coole Geschichte. Und solltet ihr irgendwann mal ein paar Cent übrig haben, ist das auf jeden Fall eine Organisation, das wert ist, da auch mal ein bisschen zu unterstützen. Cool. Hast du eine Community-Frage? Sag Ja, mal. und die geht diesmal an dich. Ja, weil ganz viele Leute immer wieder fragen, hast du denn jetzt endlich Vampire durch? Ja, ich hab's durch. Und ich habe sogar eins von den guten Enden gekriegt, ja. Ja. Ich konnte nicht ganz pazifistisch hinkriegen, nicht ganz. Also das heißt, ich habe eins von den beiden guten Enden bekommen. Hab da aber auch sehr schwer für bluten müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein großartiges Spiel, kann ich nur jedem empfehlen, weil man muss sich durchbeißen. Ja. Ne? Sehr viel Dark Souls-eske Kämpfe, ne? Sehr schwierig, das tatsächlich durchzuhalten, weil es schwer ist zu überleben. Man muss echt fingerfertig sein. Die Bosskämpfe sind sehr, sehr anspruchsvoll, finde ich zumindest, ja. Und wenn ihr
Naja, also es macht nix, sich Tipps aus dem Internet zu holen, weil das Spiel erklärt dir nicht, wie du Dinge tun sollst, ne? Sondern das sind schon so ein paar, so man kann sich's denken, ne? Aber wenn man brillieren möchte, wenn man nicht dem nachgeben möchte, dass man da wie eine Wildsau da alle umbringt und so weiter, sondern man möchte gerne rechtschaffen spielen, da muss man schon irgendwie das ganze Repertoire und die ganzen Möglichkeiten ausreizen, auch was die Waffen-Upgrades angeht und die irgendwie ein bisschen aufwerten und craften und solche Dinge. Das muss man dann tatsächlich tun. Sonst funktioniert es nicht. Das kann ich nur jedem empfehlen. Großartiges Spiel. Wirklich schön. Für die, die es nicht mitgekriegt haben, das Spiel, das ist schwer, wenn man gut spielt und signifikant leichter, wenn man böse ist. Weil wenn du jemanden tötest als Vampir, dann bekommst du die ganzen Erfahrungspunkte und dann bist du super stark. Und wenn du das halt nicht machst, wenn du niemanden tötest, bekommst du die Erfahrungspunkte von den Typen halt nicht. Ja. Und das ist dann richtig knackig. Und da muss man erstmal einen Weg finden, da durchzukommen. Ich fand es sehr beeindruckend, wie sehr Björn sich da durchgebissen hat. Den guten Vampir spielen. Ja. Und war cool. Ich habe zugeguckt. Ich fand das aber sehr spaßig und war auch ein bisschen traurig, als es dann vorbei war. Ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ja, und jetzt sitze ich an Murdered Soul Suspect. Ja, richtig. Bin da auch genauso am struggeln. Das ist nämlich auch nicht so leicht. Ne? Ähnlicher Charme. Ja, stimmt.